Das ist unsere neue IPC Computer Thunderbolt 4 Docking Station für Mac und Windows. Wir beginnen mit dem Unboxing, dann zeigen wir euch die Anschlüsse, später zeigen wir euch alle coolen Features der Docking Station und wie man sie in Betrieb nimmt. Zuletzt gehen wir noch auf ein paar Anwendungsfälle ein, die mit dieser Docking Station möglich sind. Zum Beispiel das Verbinden von 4 Monitoren, sowohl mit Windows als auch mit Mac. Viele dieser Anwendungsfälle zeigen wir euch in anderen YouTube-Videos detaillierter. Dieses Video fokussiert sich hauptsächlich auf das Produkt und die Inbetriebnahme. So, im Lieferumfang enthalten ist natürlich die Dock. Dann haben wir natürlich das Benutzerhandbuch, welches man hier sieht. Wir haben das Stromkabel für das Netzteil. Wir haben unser Thunderbolt 4 Kabel. Wir haben die Aufhängung für das Kabel. Dann haben wir hier noch das 160 Watt Netzteil. Mit den 160 Watt könnt ihr ohne Probleme die Dock und alle angeschlossenen Geräte betreiben. Kommen wir nun zu den Anschlüssen. Starten wir mit der Vorderseite. Hier hat man einen 3,5 mm Dual Audio Mikrofonanschluss, einmal einen SD-Card-Slot mit der SD-Version 4.0, das heißt eine Übertragungsrate von 132 MB, Achtung Megabyte, nicht Megabit, dann einmal einen USB-A-Port mit USB 3.2 Gen 2 mit Ladefunktion. Wie ihr sehen könnt, steht bei allen USB-Port auch direkt die Übertragungsgeschwindigkeit dabei, was euch das Leben beim Verkabeln deutlich leichter macht. Dann haben wir rechts den Thunderbolt 4 Port zum Verbinden des Notebooks, worüber dies dann auch mit knapp 100 Watt geladen werden kann. Hier oben sieht man noch leicht die Stelle, wo man dann später die Kabelhalterung befestigen kann. Wir empfehlen, das mitgelieferte Kabel zu nutzen, um dies als mögliche Fehlerquelle auszuschließen. Weiter rechts haben wir dann noch den On-Off-Switch der Docking Station. Mit dem könnt ihr unter Umständen euer Gerät auch im zugeklappten Zustand anschalten. Unter welchen Voraussetzungen das möglich ist, erläutern wir später nochmal genauer. Außerdem gibt es eine kleine LED in der Mitte des Knopfes, die grün leuchtet, wenn das Notebook an ist, und rot leuchtet, wenn das Notebook aus ist, die Dock aber an ist. Bevor wir auf die Rückseite gehen, haben wir seitlich noch einen Kensington-Lock, der kann dazu dienen, um die Docking Station diebstahlsicher zu machen. Fangen wir auf der Rückseite ganz links an. Hier ist der Anschluss für das Netzteil. Dann folgen 3 Thunderbolt 4 Ports. Hier kann man Monitore verbinden oder die 40 Gigabit Datenübertragung über den Thunderbolt 4 Standard ausnutzen. Das ist auch ein entscheidender Faktor, der die IPC-Computer Thunderbolt 4 Docking Station von den Thunderbolt 4 Docks anderer Hersteller unterscheidet. Denn die haben meistens nur einen zusätzlichen Thunderbolt 4 Port und hier hat man wie gesagt 3. Dann kommen 3 weitere USB-A-Ports, einer davon USB 3.2 Gen 2, 2 mit USB 3.2 Gen 1. Hier kann man mögliche Peripheriegeräte wie Maus und Tastatur anschließen, weil diese in der Regel noch über USB-A-Kabel oder Dongles betrieben werden. Ein weiterer großer Vorteil bei so einer Docking Station ist, dass ein Laptop, dem der passende Anschluss fehlt, per Ethernet mit dem Internet verbunden werden kann. Mit der IPC Computer Thunderbolt 4 Docking Station habt ihr einen 2,5 Gigabit Ethernet-Port, der euch im Vergleich mit anderen Docking Stations nochmal eine deutlich schnellere Connection ermöglicht, sofern euer Netzwerk das unterstützt. Zu guter Letzt gibt es hier noch die Möglichkeit, 2 weitere Monitore über HDMI 2.0 oder DisplayPort 1.2 zu verbinden. Welche Möglichkeiten ihr bei der Verkabelung der Monitore habt, zeigen wir euch gleich nochmal. Wenn wir jetzt noch auf die Unterseite schauen, sehen wir 2 kleine Gewinde. Die sind dafür da, um die Docking Station hinten an einem Monitor zu befestigen. So, dann zeigen wir euch jetzt hier, wie ihr die IPC Computer Docking Station in Betrieb nehmt. Wir haben jetzt hier mal ein ganz typisches Setup, 2 Monitore, einige Peripheriegeräte und ein Windows Notebook. Außerdem haben wir noch eine externe SSD, bei der wir die vollen 40 Gigabit von Thunderbolt 4 ausnutzen wollen. Wir fangen jetzt mal mit der Inbetriebnahme an. Wir starten mit dem Netzteil. Das kommt hier rein. Dann nehmen wir das Ethernet-Kabel, das kommt hier unten rein. Dann nehmen wir gerade einmal die Tastatur, die stecken wir hier rein. Dann nehmen wir die Maus, das ist auch nochmal ein USB-Dongle. Stecken wir hier rein. Dann kommen jetzt die Monitore. Wir stecken das Ganze hier auf die erste Lane. Welche ihr natürlich nimmt, ist euch überlassen.
Ihr könnt bis zu 2 Monitore über Thunderbolt 4 verbinden und 2 weitere über HDMI und DisplayPort. Bei letzterem müsst ihr aber beachten, dass Videostream A und B belegt sind, also nicht beide Kabel den gleichen Stream nutzen. Wir machen das jetzt mal so, Stream Lane 1 und 2. Generell könnt ihr einen Monitor mit 8K betreiben oder alternativ bis zu 4 4K Monitoren mit 60 Hz. Full HD und WQHD Monitore können mit einer hohen Refresh-Rate laufen. Wir blenden euch hier noch eine kurze Matrix ein, die zeigt, wie ihr eure Monitore über die Dockingstation verbinden könnt. Pausiert gerne dazu das Video. Jetzt noch das Notebook über das Thunderbolt-Kabel verbinden, dann seid ihr bei einem Windows-Notebook direkt startbereit. Den stecken wir einfach ganz normal hier ein. Dann haben wir unsere Klemme noch, wo wir gerade hier drauf stecken, tun gerade festdrehen. Damit verhindert ihr Kabelbrüche oder dass die Buchse sozusagen kaputt geht. Schraubt ihr fest, dann ist das Ganze hier auch fest. Bei Mac müsst ihr womöglich noch die Software DisplayLink installieren. Das hängt davon ab, welchen Prozessor und wie viele Monitore ihr damit betreiben wollt. Wie viele Monitore ihr an eurem MacBook betreiben könnt, hängt vom Prozessor ab. 3 Monitore sind über die IPC Thunderbolt 4 Dock mit allen MacBooks mit M-Prozessor möglich. Für 4 Monitore benötigt ihr einen M Pro oder M Max Prozessor. Windows-Nutzer brauchen auch beim Betreiben von 4 Monitoren keine Third-Party-Software und können einfach zum nächsten Kapitel springen. Über den Link in der Beschreibung gelangt ihr zu der Download-Seite von DisplayLink. Dort sucht ihr euch die passende Version für euer Betriebssystem raus. Das gehen wir jetzt mal kurz systematisch durch. Wir gehen auf der DisplayLink-Seite auf macOS, klicken hier drauf. Dann lädt es ganz kurz. Wir kommen schon zum DisplayLink Manager. Dann sehen wir hier schon die empfohlenen Betriebssysteme. Sonoma 14, Ventura 13, Monterey 12. Klicken dann auf Download. Schauen uns kurz diesen Text an. Wir akzeptieren den in diesem Fall. Dann wird es kurz runtergeladen. Wir machen hier einen Doppelklick drauf. Dann öffnet sich das Ganze schon. Wir drücken hier auf Fortfahren. Damit war die Installation erfolgreich. Schließen es kurz, legen die alte Datei wieder rein, können somit jetzt den DisplayLink Manager öffnen und somit ist er auch schon aktiv. Hier könnt ihr auch theoretisch noch das Häkchen beim Autostart setzen, damit ihr die Software nicht nach jedem Neustart manuell öffnen müsst. Möglicherweise müsst ihr der App noch bestimmte Berechtigungen in den Einstellungen geben. Das wird euch dann aber dementsprechend angezeigt. So, jetzt könnt ihr mit eurem Windows-Laptop oder mit eurem MacBook theoretisch schon arbeiten. Möglicherweise müsst ihr noch die Anordnung der Monitore in den Einstellungen anpassen. Bei Windows geht das so. Bei Mac geht das so. Wie ihr seht, wird das Gerät auch geladen. Ein kleiner Zusatztipp: Ihr könnt euer Notebook auch einfach zuklappen, um euren Arbeitsplatz noch cleaner zu gestalten. Bei Mac geht das standardmäßig, bei Windows müsst ihr das eventuell noch einstellen. Dafür gebt ihr in der Suchleiste einfach Zuklappen ein und geht dann hier auf Nichts unternehmen. Wir zeigen jetzt hier noch kurz einmal die Funktion des Anschaltknopfs. Wenn wir hier einmal drauf drücken, wird das Notebook in Ruhemodus versetzt. Wir sehen auch anhand von der LED der jeweilige Zustand. Wir warten jetzt noch kurz ein paar Sekunden. Wir können genauso das Notebook aus dem Ruhemodus wieder aufwecken mit dem Startknopf. Drücken wir gerade einmal drauf, warten ein paar Sekunden. Und somit ist das Notebook auch schon wieder aus dem Ruhemodus auferwacht. Damit diese Funktion auch bei euch funktioniert, müsst ihr bei Windows in eurem BIOS die Funktion Wake on USB oder Wake on AC aktivieren. Bei unserem Lenovo Notebook findet man diese Funktion hier. Wenn ihr euch für eine IPC-Computer Thunderbolt 4 Dockingstation entschieden habt, dann könnt ihr nach eurem Kauf auf einen exzellenten Kundensupport vertrauen, der euch, wenn doch mal ein Problem auftreten sollte, unterstützt. Bei uns steht die Kundenzufriedenheit immer an erster Stelle. Unter dem Video findet ihr alle relevanten Links. Abonniert uns gerne für mehr Videos von der IPC Dock. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da.